So. Wir setzen dort fort, wo wir letztens unterbrochen haben. Also auf dem Weg zur Festung Golubac. Das, was ihr auf der linken Seite seht, ist die Donau, kurz bevor sie in den 130 Kilometer langen Canyon Dierdap fließt. Die Seiten mancher Schlüchte ragen bis zu 300 Meter über der Donau auf. Hier gibt es auch einen Nationalpark und wenn jemand mehrere Tage Zeit hat, kann man hier bestimmt wunderschöne Wanderungen machen. Die Burg sieht man schon von weitem und sie ist beeindruckend. Ihr Name kommt von dem Wort Golub, das bedeutet Taube. Die Legenden sagen, dass sich mal ein osmanischer Kommandant in ein wunderschönes einheimisches Mädchen namens Golubana verliebte. Aus irgendeinem Grund war sie aber nicht sehr scharf darauf, in sein Harem einzutreten. Der Kommandant dachte, sie wird sich schneller in ihn verlieben, wenn er sie an einen Felsen kettet. Leider hat sie ihre Meinung nicht geändert und starb an diesem Felsen. Der Felsen ragt bis heutzutage aus der Donau und trägt einen Namen Baba Kai, was bedeutet bereue Frau. Eine andere Version erzählt über eine stark introvertierte byzantinische Prinzessin Jelena, die keine Freunde hier finden konnte und deswegen hielt sie einen Haufen Tauben in einem Turm des Burgers, die ihr diese Freunde ersetzten. Bevor man zum Parkplatz der Burg kommt, sieht man ein sehr rätselhaftes verlassenes Gebäude. Ich würde gern wissen, was das mal war. Wie man sieht, vom Parkplatz bis zur Burg ist es ein Stückchen zu laufen, aber kein Problem für uns. Eintrittstickets für die Burg kosten ca. 6 bis 13 Euro, abhängig davon, was man sehen möchte. Und es gibt dort 3 Touren, die man buchen kann. Dann buchen wir alle 3. Wir müssen nicht alle 3, aber es gibt eine grüne. Die Burg wurde im 14. Jahrhundert gebaut und hat 9 Türme. Sie gehörte vielen verschiedenen Herrschern, vieler verschiedenen Nationen. Einer von ihnen war Stefan Lazarewitsch, auch der große Stefan genannt, einer der großen Herrscher Serbiens. Er war rothaarig, hatte blaue Augen und war ungewöhnlich groß, also ca. 1,78 Meter, was eine beeindruckende Größe zu seiner Zeit war. Mit nur 13 Jahren begann er seine Karriere als Herrscher im auseinanderfallenden Serbien. Er hat es aber geschafft, mehrere Ländereien wieder zu vereinen. Die Festung Golubac bekam er von dem ungarischen König Sigismund und auch die Stadt Belgrad, die mal wieder komplett zerstört und verlassen war. Er baute sie wieder auf und stärkte Serbien wirtschaftlich und politisch. Er war anders als viele Herrscher seiner Zeit, liebte Poesie und schrieb sie auch, unterhielt sich gerne mit Gelehrten und war als sehr ritterlicher Herrscher bekannt, der frei von jeglicher Eitelkeit war und sich selbstlos den Interessen seines eigenen Landes widmete. Seine Kampffähigkeiten wurden auch in ganz Europa gepriesen, sogar die feindlichen Türken haben ihn respektiert.
Choose your weapon. Das? Warum das? Das sieht aus wie so ein Griff, ob man nicht abrutscht. Praktisch. Und hier oben schön und so weiter. Die Burg-Vergangenheit hat auch polnische Elemente. Hier endet die Geschichte von Zawisza Czarny, einem der bekanntesten polnischen Ritter und Diplomaten. Zawisza besiegte in einem berühmten Duell den Ritter Jan von Aragonien und warf ihn mit einem einzigen Stoß seines Speeres aus dem Sattel. Nach diesem Duell galt er als einer der herausragendsten Ritter Europas und wurde gerne an den Höfen europäischer Herrscher empfangen. Im Jahr 1428 kämpfte er an der Seite des ungarischen Königs Sigismund von Luxemburg gegen die Türken um die Burg Golubac. Nach einer erbitterten Schlacht entkam der ungarische König nur knapp und evakuierte sich vom Schlachtfeld. Er schickte auch ein Boot für Zawisza und befahl ihm einzusteigen. Doch Zawisza Czarny wollte seine Kameraden nicht im Stich lassen und befahl einen Angriff auf das türkische Heer. Er wurde von den Türken gefangen genommen und getötet. Jetzt schnell. Ja, ich möchte mich beschweren. Wir waren zu spät da und hier ist... Nee, ich beschwere mich später. Ich habe mich kurz hingesetzt. Joanna hat euch etwas zu erzählen. Ja, also ich möchte meine Enttäuschung ausdrücken hiermit. Das ist so, dass man 3 verschiedene Touren buchen kann. Eine ist die grüne, so für Rentner und Leute, die nicht so gut laufen können. Eine ist die blaue, wo man schön Treppe hoch auf die Türme klettern kann und man kann viel mehr sehen. Und eine Tour ist die rote für die Profis, wo man keine Treppe hat, sondern man klettert so auf Felsen und hat man so Ketten, an denen man sich hält und es ist ziemlich gefährlich. Wir wollten die mittlere buchen, aber es zeigt sich, dass die beiden besseren Touren nur bis 15 Uhr zu buchen sind. Also falls ihr diese Burg irgendwann mal besichtigt. Okay, meine Stimme hatte mit den 150 kleinen Kindern keine Chance, also gehen wir und nehmen so auf. Auf jeden Fall, falls ihr diese Burg besuchen wollt, dann lieber bis 15 Uhr, weil das meiste kann man ab 15 Uhr nicht mehr sehen. Ansonsten ist die Burg bis 17 Uhr offen. Zumindest bis 17 Uhr ist Einlass und bis 18 Uhr darf man hier sein. Und wir waren ungefähr, weiß ich nicht, 15:45 Uhr. 15:45 Uhr waren wir hier. Das stand aber nirgendwo, wo ich gesucht habe nach Informationen über diese Burg. Deswegen ist das ziemlich enttäuschend. Aber zumindest den grünen Bereich durften wir sehen. Die Burg an sich ist mega und ist super restauriert, sieht echt cool aus. Und das ist so noch desto trauriger. Möchtest du was dazu sagen? Ich fand den grünen Weg sehr okay. Die Festung ist schick, die ist wirklich gut restauriert und gut gelegen hier am Meer. What? Das ist kein Meer, das ist Donau. Das ist die Donau. Die Donau ist so groß, sieht aus wie Meer.
Und ich sehe Schiffe und Boote. Na, jedenfalls gut gelegen, sodass man hätte Feinde schon früh kommen sehen. Der Rasen ist wunderschön gemäht und mit wunderschön meine ich es ironisch. Wozu? Man darf es nicht betreten. Niemand legt sich drauf. Niemand hat was davon. Weder Menschen noch Insekten. Pflanzen dürfen hier nicht wachsen. Aber wenn ihr wisst, wofür diese Metallösen auf dem Rasen sind, lasst es uns gern mal wissen. Zum Minigolfen vermutlich nicht. The sun rose up right above the highway. Black, blue, red, yellow, golden skyway. It's like the day that you jump into the wind. I can't go back down to that water again. Wir sind jetzt wieder im Auto. Auf dem Weg zu unserem nächsten Ziel. Den genauen Namen kann euch Joanna sagen. Gorniak. Gorniak. Fantastisch. Da besichtigen wir morgen etwas und werden in Gorniak heute übernachten. Ob im Auto oder in einer Unterkunft, wissen wir noch nicht genau. Schaut euch das an. Ein bisschen wie in Rumänien. Überholt wird hier ohne Blinken, teilweise mit Gegenverkehr und durchgezogener Linie ist gar kein Problem. Und diese Schilder hier am Straßenrand haben nichts zu bedeuten, aber auch gar nichts. Naja, jedenfalls noch 85 Kilometer und dann werden wir den Abend ausklingen lassen. Auf dem Weg dahin geht es noch durch zahlreiche schöne Landschaften, die wir natürlich mit euch teilen werden. Die Geschichte Serbiens ist echt lang und turbulent. Schon vor fast 9000 Jahren haben hier die ersten Völker gelebt. Serbiens strategische Lage zwischen zwei Kontinenten hat dazu geführt, dass es über Jahrtausende hinweg von vielen fremden Armeen angegriffen wurde. Man sagt, dass alleine Belgrad seit der Römerzeit in etwa 140 Kriegen verwickelt war. Die Römer haben diese Länder im 2. Jahrhundert vor Christus erobert. Es wurden sogar 17 römische Kaiser im heutigen Serbien geboren. Im 7. Jahrhundert kamen dann die ersten slawischen Stämme hierher und haben ihr eigenes Land namens Raška gegründet. Das war das erste Serbien. Hier sieht die Straße wieder normal aus, aber gerade eben gab es keinen Straßenbelag und unten drunter noch böse Schlaglöcher. Hat uns geschüttet. Hat uns geschüttet. Nach ihrer Bekehrung zum Christentum waren die Serben bis zum späten Mittelalter Vasallen des Byzantinischen Reiches. Danach erlebte Serbien etwa 100 Jahre lang eine glorreiche Zeit des Aufstiegs und expandierte, besonders unter der Herrschaft von Stephan dem Starken. Übrigens, sein Vater, Großvater und Sohn hießen auch Stephan. Fast alle serbischen Herrscher trugen den Namen Stephan. Dann kamen die türkischen Osmanen und eroberten immer mehr serbische Gebiete und Serbien fiel auseinander. Schließlich eroberten die Osmanen auch Belgrad. 300 Jahre lang waren die Serben unter osmanischer Besatzung, aber sie haben sich nie damit abgefunden und mehrmals rebelliert. Dieser Freiheitskampf gegen die Osmanen ist ein großer Teil der serbischen Geschichte. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde Serbien unabhängig und kurz danach wurde es zu einem Königreich. Aber dann brach der Erste Weltkrieg aus, als ein serbischer Nationalist den Thronfolger von Österreich-Ungarn, Franz Ferdinand, getötet hat.
Nach dem Krieg wurde Serbien Teil des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen, später bekannt als Jugoslawien. Dann kam der Zweite Weltkrieg und Jugoslawien hat gegen die Nazis gekämpft. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Tito der Regierungschef und dann der Präsident für den Rest seines Lebens. Natürlich waren die Länder in Jugoslawien nicht glücklich über den Verlust ihrer Autonomie und wollten sie zurückhaben. Nach Titos Tod wurde das besonders deutlich und mehrere Länder haben gleichzeitig ihre Unabhängigkeit erklärt. Infolgedessen begannen hier Kriege, bei denen über 100.000 Menschen gestorben sind. Im Jahr 1998 brachen serbisch-albanische Kämpfe im Kosovo aus. Die NATO hat Bombenangriffe durchgeführt, um Druck auf Serbien auszuüben, und im Juni 1999 hat sich Serbien aus dem Kosovo zurückgezogen. So, Tankstelle mit Tankservice. War auch ganz gut so. Also ganz konnte ich nicht entziffern, was auf den Zapfsäulen steht. Meistens reicht es ja irgendwie auf sowas wie B7 oder ähnliches zu schauen. Oder irgendeine 95, 98, ein D. Aber das gab es hier alles nicht. Ich glaube, wir haben jetzt so 1,50 Euro pro Liter bezahlt. Was aus aktueller Sicht ganz gut ist. Noch besser war es nur in Kroatien? Ja. Oder Slowenien? Slowenien war das noch, glaube ich. Slowenien für 1,38 Euro. Und weiter geht's. Sun is shining, wind blows through my hair. Car is moving fast down the freeway to anywhere. We are going somewhere new tonight. Von Sasavica bis zur Festung Golubac sind wir ungefähr 120 Kilometer gefahren und haben dafür über 3 Stunden gebraucht. Jetzt von der Festung fahren wir noch einmal 80 Kilometer, also circa 1,5 Stunden und kommen in Presnica an, direkt am Gornjak-Kloster. Hier finden wir ein Hotel mit einem Restaurant und freuen uns sehr über einen solchen Verlauf der Dinge. I hope it is, baby, this is what we do. We leave it all up for sale, 'cause we are going somewhere new tonight. I ain't letting you out of. Wir warten auf den Manager und der sagt uns, ob noch ein Zimmer frei ist. Wir sind jetzt in einem Restaurant, Hotel. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt, weil es in den kyrillischen Buchstaben draufsteht. Aber wir haben nach jemandem gefragt, der uns helfen könnte, auf Englisch, um ein Zimmer zu buchen. Wir wollten fragen, ob es freie Zimmer gibt und uns das Zimmer anschauen. Und es hat sehr lange gedauert. Sie haben wahrscheinlich da Lose gezogen, wer mit uns spricht, weil keiner konnte richtig Englisch. Und einer hat sich getraut, hat uns das Zimmer gezeigt. Und wir haben so ein bisschen halb Englisch, halb mit Händen und Füßen verständigt. Das Zimmer ist ganz nett, hat 4 Betten drin. Ein, wie heißt das, Etagenbett? Doppelstockbett. Und ein Doppelbett dazu. Das Bad ist sehr sauber. Und wir haben einen coolen Blick aus dem Fenster, eine kleine Terrasse. Das Ganze kostet uns ungefähr 35 Euro. Nicht pro Person, zusammen.
Und das ist die Karte. Wir wollen zu unserem morgigen Ziel irgendwie ankommen. Und wir wissen noch nicht wie, weil nur diese Straße ohne Gehweg führt dorthin. Das ist ziemlich gefährlich. Vielleicht werden wir es noch herausfinden. Aber das ist nicht weit von hier, ungefähr 1,5 Kilometer. Wir finden sicherlich einen passenden Parkplatz in der Nähe. Oder man könnte laufen. Wir finden bestimmt einen passenden Parkplatz in der Nähe. Oder man könnte laufen, das ist auch eine Option. Wir laufen dann von dem passenden Parkplatz in der Nähe direkt dahin. Wir sitzen jetzt hier im Restaurant von unserem Hotel, haben die Karte von oben bis unten bestellt. Nicht ganz, aber fast. Es gab auch Kleiderbügel. Ja genau, hier gibt es auch Kleiderbügel, laut Google-Übersetzung. Wir sitzen draußen, eigentlich ganz schön. Leider raucht es um uns herum aus allen Ecken. Alle rauchen in diesem Land gefühlt. Aschenbecher stehen überall auf den Tischen, alle rauchen. Als Nichtraucher hat man verloren in diesem Land. Wir sollten auch anfangen. Okay. Fischsuppe und Rindersuppe. Schaut euch an, wie es abends bei uns im Zimmer aussieht. Wie eine Kommandozentrale. Laptops, Tablets, Kabel, Festplatten. Alles nur, um die Videodaten regelmäßig zu sichern. Letztlich werden wir bei ca. 600 GB rauskommen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu klicken. Dann verpasst ihr auch den nächsten Tag unserer Reise nicht, wo es noch zahlreiche Dinge zu entdecken gibt. Wasserfälle, Festungen, Grotten. Es wird spannend. Tschüss, sagen Jens und Joanna.